Hallo! Hallo! Hey Rabbits, Trixie hier, und da die letzten Wochen ja so ein bisschen unter dem Stern des geknackten Meilensteins von 100.000 Subscribern standen, dachte ich mir, es wäre doch an der Zeit, mal etwas in die Vergangenheit zu reisen. Inzwischen habe ich schon hunderte von Videos gedreht und habe so langsam den Bogen raus, obwohl ich immer noch nervös bin, jedes Mal bevor ich anfange. Aber wie sah eigentlich mein erstes Video aus? Und nein, ich spreche nicht von dem ersten Video auf Don't Trust the Rabbit. Da habe ich natürlich inzwischen auch schon einen großen Entwicklungssprung hingelegt, in eine gute oder eine schlechte Richtung, das dürft ihr entscheiden. Aber es geht sogar noch weiter zurück. Vor Don't Trust the Rabbit hatte ich nämlich noch einen anderen Kanal, der hieß Trixieberry, auf dem ich nur deutschsprachige Videos hochgeladen habe. Das waren meine absoluten Anfänge. Und manchmal gucke ich noch zurück, wenn mir danach ist, und schalte dann aber immer wieder ganz schnell weg, weil es mir doch ein bisschen peinlich ist. Im heutigen Video werde ich allerdings mutig sein und mit euch in die guten alten Zeiten zurückkehren und mein erstes Video zusammen mit euch schauen. Kleine Vorwarnung, ihr werdet euch wahrscheinlich etwas fremdschämen. Allerdings will ich das Ganze auch nicht so als Cringe-Challenge aufziehen, weil ich mir verzeihe, dass ich damals dieses Video gemacht habe, so wie ich es gemacht habe. Erstens war ich damals natürlich viel jünger, das war 2011, und seither hat sich meine Persönlichkeit weiterentwickelt und ich habe auch an meiner Kamerapräsenz gearbeitet. Und zweitens finde ich es ganz natürlich, dass wenn man mit etwas Neuem anfängt, nicht automatisch ein Experte darin ist. Man lernt aus seinen Fehlern, man lernt aus diesen kleinen Peinlichkeiten und Seltsamkeiten und macht es dann beim nächsten Mal besser. Und Imperfektion ist am Anfang doch eigentlich auch relativ sympathisch, oder? Aber bildet euch einfach selber eure Meinung, wenn wir jetzt das Video zusammen schauen. Ich habe hier mein Handy in der Hand und hier habe ich ein paar Headphones. Und ich werde gleich mein erstes Video zusammen mit euch schauen. Ihr könnt meine Reaktion verfolgen. Ich werde zwischendurch pausieren, um ein bisschen was zu erzählen, was ich von meinem alten Video halte. Ein bisschen Hintergrundinformationen vielleicht auch. Und ich hoffe, wir werden dabei eine Menge Spaß haben. Ich manövriere mal kurz diese schicken, quietschgrünen Kopfhörer in meine zierlichen Segelöhrchen. Moment. Okay, ich wäre startklar. Das Video heißt Trixieberry stellt sich vor. 4.426 Aufrufe. 60 Likes, 4 Dislikes. Immer noch online und anzuschauen auf dem Kanal Trixieberry mit 2747 Abonnenten. Ich glaube, ich sollte nicht so viel Werbung für diesen alten Kanal haben, denn eigentlich müsst ihr da nicht hingehen. 6 Minuten 45 für mein erstes Video damals. Ich habe mich einigermaßen kurz gehalten. Chapeau, muss ich sagen, da könnte ich mir heute manchmal eine Scheibe von abschneiden. Ich mache es mal auf groß und dann geht's los. Oh, es reimt sich. Hallo! Herzlich willkommen auf meinem neuen YouTube-Kanal. Endlich habe ich es geschafft, einen ins Leben zu rufen. Ich habe schon ewig davon geträumt. Ich habe immer gedacht, ich möchte einen YouTube-Account und ein bisschen was mit der Welt teilen und ein bisschen was von mir erzählen. Okay, ich mache schon mal ein kleines Päuschen für ein bisschen Hintergrundinformationen an dieser Stelle. Erstmal, hallo! Ich bin voll gar nicht aufgeregt, dass ich gerade mit meiner Kamera spreche, während ich alleine in meiner kleinen Studentenbude sitze. Damals habe ich nämlich gerade in Bremen Psychologie studiert und ich muss ja überhaupt mal sagen, bevor ich über mich selber rede, ist dieser Hintergrund nicht wunderschön? Also diese Mini-Ecke, selbstgemaltes Katzenbild, total fancy. Und dann in der Ecke da sieht man irgendwie noch so ein Kissenzipfel mit mega Schatten drauf. Ich weiß nicht, was ich mir damals gedacht habe. Ist das ein cooler Ausschnitt? Dann noch so ein bisschen die Leiste von meinem Bett mit drauf. Ja, so hat man das damals gemacht. Das war voll in. Was mich direkt zu mir selber bringt. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich will nicht so viel lästern, aber bin ja ich, ne? Ich darf das. Was mir da erstmal auffällt, ist, dass ich irgendwie angezogen bin wie ein Kindergartenkind. Ich meine, ich habe diese riesigen roten Kullerohrringe drin, dann diese schicke rote Magenta-Jacke dazu. Ich weiß nicht, ich finde, das sieht so ein bisschen kindisch aus. Man kann auch sehen, dass es etwas dunkler ist schon. Ich war den ganzen Tag in der Uni und dachte dann abends, so, ich will jetzt YouTube. Und ich wollte nicht mehr bis zum nächsten Tag warten, das weiß ich noch. Und dann habe ich einfach gedacht, machst du dir deine kleine Nachttischlampe an und dann geht das schon. Tja, und dann habe ich mich auf mein Bett gesetzt in so einer kleiner, zierlicher, ängstlicher Hamsterstellung. Denn irgendwie gucke ich ja so in die Kamera, irgendwie
vor Schreck. Ansonsten sehen meine Haare einfach nur unglücklich aus. Ich weiß, ich habe ganz lange an diesem Look gearbeitet, bevor ich dieses Video gemacht habe. Und trotzdem steht mir hier so eine Strähne weg und die Haare fallen einfach so ganz platt nach unten. Sie sehen auch ein bisschen fettig aus, aber das kommt vor in der Uni, da hat man für nichts Zeit. Und ja, allgemein mache ich einen sehr müden, schlaffen Eindruck. Aber hey, lasst uns einen YouTube-Kanal starten und gute Laune verbreiten. Aber ich habe mich nie so richtig getraut. Jetzt bin ich nämlich vorgestern aber 21 Jahre alt geworden und dachte, jetzt ist die Zeit gekommen. Ich möchte einen YouTube-Account haben. Dieser YouTube-Account ist im Prinzip mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst. Wir schauen mal, ob es ein gutes Geschenk war. Ich weiß nicht, was ich trauriger finde. Den Fakt, dass ich mit 21 immer noch aussehe wie 12 oder dass ich mir das als Geburtstagsgeschenk ausgedacht habe und offensichtlich keine anderen Freunde und Familienmitglieder habe, die mir irgendwas Schönes hätten geben können. Jedenfalls hört sich das sehr einsam und deprimierend an. Ja, ganz kurz zu mir. Ich heiße Trixie, bin 21 Jahre alt und studiere Psychologie. Und eins meiner größten Hobbys ist, mich zu schminken, mich schön anzuziehen, ganz mädchenmäßig hübsch zu machen. Ich heiße Trixie, ich bin 21 Jahre alt. Das ist alles gut und schön. Ich studiere Psychologie und dann immer dieses erstmal wieder Spucke holen, damit es weitergehen kann. Und eins meiner größten Hobbys ist es, mich zu schminken. Dazu muss ich sagen, dass ich irgendwie total spät damit war, mich wie ein Mädchen zu fühlen und Mädchensachen zu machen und mich zu schminken und so weiter. Ich war halt immer so ein Wald- und Wiesenkind und als es dann an die Uni ging, habe ich das so ein bisschen für mich entdeckt. Aber ich war niemals schminkbegeistert oder besonders interessiert an diesem ganzen Kram. Ich habe aber zu der Zeit unheimlich viele Videos von diesen Schminkgurus, Beauty-Gurus geguckt und irgendwie dachte ich, dass ich das auch machen will. Ich weiß nicht warum, aber das war der Originalplan meines Kanals und ich bin sehr froh, dass es nicht in diese Richtung gegangen ist. Und ich habe überlegt, dieses Hobby möchte ich gerne mit der Welt teilen. In letzter Zeit hatte ich einen richtigen Rossmann-Einkaufsrausch und es hat mir einfach so wahnsinnig viel Spaß gemacht, die ganzen Produkte kennenzulernen, auszuprobieren, gute und schlechte Erfahrungen zu sammeln, zu sehen, was mir steht, was mir überhaupt gar nicht steht, wie eine Wimpernzange funktioniert. Nicht, dass ich das schon herausgefunden habe, aber ich möchte es gerne noch herausfinden. Ich rede die ganze Zeit so, und dann war ich bei Rossmann und dann habe ich dies und das gemacht. Bin ich nicht sympathisch, bin ich nicht relatable? Ich bin so niedlich und so klein und so ein Mädchen. In diesem ganzen Video habe ich irgendwie versucht, jemand zu sein, der ich überhaupt nicht bin. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das irgendwann gemerkt habe. Es mag immer noch viele Leute geben, die mich jetzt unsympathisch finden, aber wenigstens spreche ich jetzt so zu euch, wie ich wirklich bin und mache nicht mehr so eine Show hier. Ich mag es, mich zu schminken und mich schön anzuziehen, Produkte auszutesten, wie eine Wimpernzange funktioniert. Huch, keine Ahnung, vielleicht können wir das jetzt zusammen rausfinden. Nein, Trixie. Nein, 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 nein. Einfach die ganze Facette von Möglichkeiten auszuschöpfen, die ich als Mädchen habe, mit kleinem Portemonnaie ein schönes Make-up zu zaubern. Okay, und an diesen Miss- und Ehrfolgen wollte ich euch dann ganz gerne teilhaben lassen. Miss- und Ehrfolgen. Vielleicht könnt ihr euch so ein bisschen an mir orientieren, dann an den Dingen, die ich ausprobiere. Orientiert euch ob an mir mir. irgendwas gefällt, Guckt ob mir mich etwas an. nicht gefällt. Wenn ihr irgendwas entdeckt, dann könnt ihr mich fragen und ganz vielleicht möchte ich das ja für euch ausprobieren. Ja, ganz vielleicht teste ich das für euch aus. Mal gucken, ob dieser Privileg euch zuteil wird. Ha, von Trixie, der kleinen kugelohrigen Hamsterdame unter ihrem selbstgemalten Katzenbild. Ja, ihr könnt es ja mal versuchen. Ja, ich möchte also gerne mit der Welt teilen, was ich in der Make-up-Welt für neue Erfahrungen sammle. Und vielleicht seid ihr ja mit dabei. Ganz, ganz, ganz eventuell. Allerdings soll es nicht nur... Was war das denn? Ganz, ganz, ganz eventuell. Jetzt hört alle ganz genau hin. Weiß ich auch nicht, was ich sagen will. Ich mache einfach mal normal weiter und muss das auch später nicht rausschneiden. Was schneiden ist, weiß ich sowieso nicht. Das ganze Video ist ein Chunk an sinnloser Information. Viel Spaß dabei. Was war das denn? Make-up gehen. Das wirkt jetzt gerade alles ein bisschen extrem mädchenmäßig, aber das bin ich eigentlich gar nicht. Eigentlich bin ich überhaupt kein Mädchen. Nee? Ich möchte einen YouTube-Kanal haben, weil ich so ein süßes Mädchen bin. Ich schmink mich gerne und ich ziehe mich gerne an. Eigentlich bin ich gar kein Mädchen. In meiner Freizeit mache ich eigentlich gerne kreative Sachen hauptsächlich. Wahrscheinlich schminke ich mich nur gerne, weil ich auch gerne zeichne und male. Ja, ich bin also im Prinzip mein eigenes an. Kunstwerk oder so. Ich bin mein eigenes Kunstwerk. Zum Beispiel zeichne ich unheimlich gerne Tierporträts.
aber auch Menschenporträts. Ja. Ich mache das auch so ein ganz kleines bisschen nebenberuflich, aber nicht so richtig. Ein ganz kleines bisschen nebenberuflich. Das klingt, als wäre ich die größte Porträtzeichnerin der Welt. Ich habe das halt damals dann für Freunde mal gemacht und dann habe ich da 5 Euro in die Hand gedrückt gekriegt. Aber man kann ja mal behaupten, dass man was ist, was man gerne sein würde. Ne? Macht man ja jetzt zum Glück nicht mehr. Und dann schreibe ich auch und so. unheimlich gerne. Ich versuche das immer so Seite für Seite zu machen, damit das tatsächlich wie so ein kleines Buch schon aussieht. Aber die Geschichten sind auch wirklich so lang, dass man das Buch nennen könnte. Ich glaube, ich schreibe, seit ich 4 bin. Wobei das damals noch kein Schreiben war. Also ich hatte da noch keine Leerzeichen zwischen den Sätzen und ich glaube, die Ps waren verkehrt rum. Aber inzwischen habe ich das mit den Ps rausgekriegt. Ich habe den Drehs mit den Ps raus. Den Drehs mit den Ps. Und ich glaube, inzwischen kann man die Geschichten auch ganz gut lesen. Ja, also glaube ich auch. Auch damals schon. Ich versuche das da die ganze Zeit so zu erzählen, ohne eingebildet zu klingen. Und ich bin auch diesbezüglich nicht eingebildet, aber schon relativ stolz auf das, was ich so als kleines Kind und als Jugendliche schon geschrieben habe. Es ist einfach mein großer Traum und das ist es auch immer noch. Deswegen, das finde ich schön, dass ich es in dem Video erwähnt habe. Das macht mich viel mehr aus, als dieser ganze Schminkquatsch am Anfang. Ja, eins meiner großen Hobbys ist zusätzlich auch noch Lesen. Ich lese unheimlich gerne, wobei ich... Das ist eine Lüge. Ich lese sehr gerne, ja, aber ich mache es nur sehr, sehr selten. Ich habe nicht so die Geduld dafür. Ich lese gerne, wenn ich unterwegs bin, so im Bus oder in der Bahn oder so. Das stimmt, aber es ist auch nicht so, dass ich das häufig mache. Ist aber halt sowas, was man gut mal sagen kann in so einem Video. Und ja, ich hatte mir halt damals vorgenommen, wenn das gut ankommt mit dem Lesen, dann kann ich ja auch so ein Bücher-Channel machen, mal gucken, wo die Reise hingeht. Wobei ich nicht immer dazu komme. Also ich finde das immer schade. Ich habe immer morgens ganz wahnsinnig Lust auf Lesen und dann lerne ich ganz viel für die Uni und lese da immer schon ganz viel in irgendwelchen Fachbüchern. Das klinische stimmt. Psychologie oder Entwicklungspsychologie. Und wenn man dann den ganzen Tag auf Worte geguckt hat und dann kann man einfach keine Buchstaben mehr sehen. Und das ist dann so schade, dass darunter diese Fantasiewelt zu leiden hat, in die man so gerne abtauchen würde, wenn man zu lange in einer Faktenwelt war. Aber jetzt habe ich Semesterferien. Da merkt man, dass da eine Schriftstellerin drin steckt. Unter anderem dieses Buch hier, Die Mitte der Welt von Andreas Steinhöfel. Es ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ich glaube, ich habe es schon 3-mal gelesen. Ja, aber jetzt ist es ein 4. Mal dran, weil es einfach immer wieder schön ist, weil ich immer wieder echt baff bin, was dieser Mensch mit Worten zaubert. Ich verliere mich absolut darin. Ja, also es soll auch in diesem Kanal um Erfahrungsberichte zu Büchern gehen. Ja, habe ich genau 0 hochgeladen. Meiner Meinung zu bestimmten Geschichten, Büchern, Werken. Das ist also auch ein großer Aspekt dieses Kanals hier. Ein großer Aspekt, habt ihr gehört. Eigentlich mein allergrößtes Hobby. Oh, was kommt jetzt? Essen. Das stimmt. Essen. Ich liebe Essen, wie jeder Student wahrscheinlich. Aber auch Kochen ein bisschen. Ich kann sogar ein kleines bisschen kochen. Ich bin sehr... Essen ist natürlich aber noch ein bisschen schöner. Wobei, also die Reihenfolge wäre bei mir erst essen, dann kochen und dann abspülen. Also abspülen ist mit weitem natürlich Abstand ganz hinten. Aber das, ja, würde ich heute immer noch gerne haben, dass das jemand so in die Reihenfolge Aber ansonsten bringen. koche und esse ich sehr, sehr gerne. Deshalb habe ich eigentlich auch kann es relativ in gut meinem zusammen. Kanal auch um Essen gehen. Und zwar um lustige Sachen, die ich austeste für euch. Ich habe nämlich zum Beispiel neulich bei Edeka rote Beete-Chips gefunden. Oh, rote Beete-Chips. Also eine kleine weiße 150 Gramm Packung mit rote Beete-Chips, die glaube ich 1,99 € gekostet hat. Ich habe dabei Edeka eine Tüte rote Beete-Chips gesehen mit einer 150 Gramm Packung, die war weiß. Alle Infos nennen, das ist wichtig, das wollen Leute wissen. Also eigentlich viel zu teuer. Und da dachte ich mir, es wäre eigentlich cool, wenn ich jetzt diese 2 € ausgebe und dann wenigstens noch jemand... Das habe ich gerade gar nicht mitgekriegt. 2 € sind mir zu teuer. Ich meine, ja, für eine 150 Gramm Packung Chips sind 2 € teuer. Aber ich würde, glaube ich, nicht nochmal in einem Video sagen, ich habe da Chips gesehen, die haben 2 € gekostet. Das wäre mir jetzt persönlich zu teuer, aber für ein Video, für euch, würde ich das mal machen. Das klingt einfach so, gut, ich war Studentin. Muss man dazu sagen, ich war Studentin, ich hatte kein Geld, ich habe auch immer noch kein Geld, aber ich glaube 2 € für rote Beete-Chips vor laufender Kamera testen hätte ich heute übrig oder würde ich zumindest nicht mehr erwähnen. Wie verzogen mein Gesicht aussieht, wenn ich diese Chips probiere. So verzogen. Sie waren tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber ich hätte euch auch gerne mitgenommen, als ich sie ausprobiert hätte. Und von daher, das soll auch eine kleine Nische meines Kanals sein. Ich möchte mit euch lustiges Essen ausprobieren. Das wäre eigentlich mal eine coole Idee gewesen. Und zwar blind, sozusagen. Also nicht, blind. dass ich das vorher schon mal vorgekostet habe, sondern original das allererste Mal die verrücktesten Sachen. Will mit Sicherheit so jeder sehen. Rote Beete-Chips so, blind essen. Wollt ihr das Video mal haben? Kann ich ja immer noch machen. Ja, das war es im Prinzip auch schon. Wie gesagt,
Mehr habe ich nicht, keine Ahnung. Schminke? Schminke, Kamerafokus, haben wir nicht mehr. Hauptthema. Buchrezensionen, wenn ich dazu komme. Bin ich nicht gekommen. Vielleicht mal ein Zeichentutorial, wenn das klappt mit der Aufnahme. Dazu sollte man selber zeichnen können. Vielleicht auch ein paar Tipps zu Aufsätzen, Gedichten. Das kam sogar tatsächlich. Und das waren auch die erfolgreichsten Videos auf dem Kanal. Essen. Essen, ja, ich werde Videos von mir machen, wie ich esse. Viel mehr kann ich über mich, glaube ich, auch gar nicht erzählen. Wenn ihr das sehen wollt, ich mache gerne Videos von mir, wie ich esse. Tags teilnehmen, damit ihr mich so ein bisschen kennenlernt. Tags, ja, das war damals dann total wird sich das über die Zeit zeigen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne fragen. Ich bin offen für alles, fragt mich Dinge, interagiert mit mir. Eine wichtige Info ganz zum Schluss, wahnsinnig wichtig. Was kommt jetzt? Ich liebe Pinguine. Deswegen wird dieser kleine Kerl auch wahrscheinlich in jedem Video mindestens einmal auftauchen. Pinguine sind einfach liebenswert. Pinguine sind Vögel, die nicht fliegen können. Wie sympathisch ist das denn? Ja, indem ich das sage, dass Pinguine Vögel sind, die nicht fliegen können, möchte ich auch selber total sympathisch wahrgenommen werden. Und meine Haare von der Seite immer so, ich weiß nicht, viel zu lang, viel zu seltsam. Und jetzt mache ich mal das Ende mit einem lustigen Pinguin. Den wollte ich so ein bisschen als mein Markenzeichen einführen damals, dass der halt immer dahin im Hintergrund irgendwo sitzt. Im Hintergrund ist ja auch noch viel Platz neben dem ein Eckchen Katzenbild und Kissen. Da kann auch nochmal ein Pinguin hin und ich wollte halt, dass das so mein Wiedererkennungswert dann wird. Damals waren es also eher Pinguine und nicht Hasen. Aber Pinguine mag ich auch heutzutage noch sehr gerne. Ich finde sie einfach wahnsinnig niedlich in ihrer Tollpatschigkeit und sie sind trotzdem wahnsinnig faszinierende Tiere, die wahnsinnig tolle, alles ist tolle wahnsinnig. Eigenschaften haben und einfach liebenswert sind. Oh. Ich liebe Pinguine. Liebenswert, oh. Das stimmt aber auch. Einen schönen Tag. Deswegen einen schönen Tag noch. Oh, sie sind so tollpatschig und so liebenswert. Ich liebe Pinguine. Und deswegen einen schönen Tag noch. Weil ich Pinguine liebe, müsst ihr jetzt einen schönen Tag haben. Na, dann mal los. Und dann lächle ich aber wenigstens einigermaßen nett, nicht so komisch bescheuert wie am Anfang. Sondern ich lächle einigermaßen nett mit so einem Segelohr, was aus den Haaren rausguckt und ein Grübchen und Krähenfüßchen und alles, was ich so hab an Falten und was auch immer. Und ich winke schon wieder. Oh, ich liebe es zu winken in meinen Videos. Aber ja, warum nicht? Und dann ist das Video auch zu Ende. Man sieht noch, wie ich die Kamera ausmache, denn wie gesagt, schneiden hatte ich da noch nicht so drauf. Beziehungsweise ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass man Videos schneiden kann. Das war es also mein allererstes Video, was ich wirklich von mir selber hochgeladen habe. In meinem 10 Fakten über mich Video habe ich ja schon gesagt, dass ich davor auch noch Kanäle hatte, auf denen ich zum Beispiel sehr, sehr peinlich zu selbst gezeichneten Comics gesungen habe. Aber das Video hat nicht 30.000 Likes bekommen, von daher muss ich das nicht zeigen. Ich bin fein raus und habe stattdessen das hier gewählt, was ja auch nicht gerade wenig peinlich war. Ich möchte mich aber auch ein bisschen in Schutz nehmen, denn wie gesagt, damals war ich 21, jetzt bin ich 25, in 4 Jahren kann viel passieren, man fängt mit diesen Dingen an, man hat einfach keine Ahnung von dem, was man tut. Und gerade wenn man am Anfang steht mit seinem YouTube-Kanal, weiß man ja auch noch so überhaupt nicht, zu wem man eigentlich spricht oder was man eigentlich machen möchte, was gut ankommen wird. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr von diesem ersten Video haltet. Soll ich wieder mehr wie die alte Trixie sein? Vermisst ihr irgendwas, was ihr da gesehen habt, was ihr jetzt lieber wieder sehen würdet? Habe ich mich eher zum Positiven verändert oder zum Negativen? Würdet ihr gerne ein Blind Let's Eat zu den 150 Gramm Packung rote Beete-Chips von Edeka sehen? Lasst es mich wissen, was ihr davon haltet. Es interessiert mich wirklich sehr, was ihr von der alten Trixie haltet und was ihr jetzt über die neue Trixie sagt. Ich meine, ich bin das ja immer noch. Ich habe mich ja nur persönlich verändert, denke ich mal. Ich bin auf jeden Fall von damals bis jetzt erwachsener geworden, selbstbewusster geworden. Jetzt habe ich mich geöffnet, jetzt kommen wieder Busenwitze, und bin bei mir angekommen. Ich habe verstanden, wer ich bin. Ich arbeite natürlich selber immer noch sehr, sehr hart an mir und habe noch viele, viele Fehler, die ich verbessern möchte, viele Dinge, die ich lernen möchte, aber ich fühle mich wohler mit mir selber und ich glaube, das sieht man, wenn ich in die Kamera spreche. Ich sitze nicht mehr so da, sondern ich stehe und mache Gestikulationen, Gesten könnte man auch sagen, mit meinen Armen und bin einfach fröhlich bei der Sache, die ich mache. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass ich mich damals getraut habe, nach so langer Zeit endlich diesen YouTube-Kanal zu starten. Denn ohne das Video von damals wäre ich heute nicht hier, hätte ich nicht euch und jetzt sind wir bei 100.000 Subscribern und ich könnte nicht glücklicher darüber sein. Falls euch dieses Video gefallen hat und ihr gerne mehr deutsche Videos auf diesem Kanal sehen würdet, ohne dass dadurch die englischsprachigen wegfallen, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, das würde mich sehr, sehr freuen. Ihr könnt auch direkt ein weiteres Video von mir schauen, wenn
ihr Lust habt. Das findet ihr hier oder mir auf Twitter, Instagram oder Facebook folgen. Ich habe auch eine Patreon-Seite. Wenn ihr mich da unterstützen wollt, dann würde ich das auch sehr, sehr wertschätzen und mich sehr darüber freuen. Ansonsten, ihr wisst ja, ich mag Pinguine und deshalb wünsche ich euch noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!